Heute sprechen wir über den Nanoformer Pro von Subminimal. Ein Gerät, das auf Knopfdruck perfekten Milchschaum wie vom Barista verspricht, allerdings ohne das ganze nervige Geübe davor. Und ich muss sagen, ich bin überrascht. Bevor wir schauen, ob der Nanoformer Pro sein Versprechen noch einlösen kann, und vor allem noch ein kleiner Disclaimer. Dieses Gerät wurde mir von Subminimal gestellt, das heißt, ich habe nicht dafür bezahlt. Nichtsdestotrotz haben Sie keinen Einfluss auf dieses Video, Sie können die Inhalte nicht bestimmen, Sie sehen das, was ihr seht, fertig. Ich weiß, man kann sich von sowas nicht immer 100% frei machen, aber ich werde es trotzdem versuchen, so objektiv wie möglich zu halten. Das ist aus der Welt, schauen wir uns das Produkt einfach mal an. Design finde ich persönlich sehr gelungen, schlicht, einfach, geradlinig, macht einen hochwertigen Eindruck. Auch von den Materialien macht es einen hochwertigen Eindruck, hat ein schönes Gewicht, liegt unter anderem daran, dass die ganze Mechanik hier unten drin verbaut ist. Der Jug selber ist aus Edelmetall, der Griff ist aus Plastik, Deckel ist aus Plastik und dann habe ich eben noch diese Stange mit dem Propeller dran, der dann eben den Milchschaum macht. Alles in allem fühlt sich sehr wertig an. Gut, Plastikgriff ist halt so eine Geschmackssache. Es wackelt zumindest nicht, aber könnte natürlich durch Holz oder so noch ein bisschen hochwertiger werden. Ist für mich jetzt aber kein Problem. Des Weiteren haben wir im Lieferumfang sogenannte Flow Controller. Das sind so kleine Magnete, die ich in den Jug reinklippe und die im Endeffekt die Rotation der Milch so ein bisschen beeinflussen. Es gibt 3 Farben, schwarz, blau und grün. Der schwarze ist für Milch gedacht, die anderen beiden sind für Milchalternativen und je nachdem erzeugen sie halt mehr oder weniger Schaum. Am wenigsten Schaum erzeugt der schwarze, weil Milch oder Kuhmilch an und für sich schon sehr gut schäumt. Entsprechend brauche ich da nicht so viel Unterstützung. Last but not least haben wir noch ein kleines Reinigungsbürstchen im Lieferumfang mit dabei. Da habe ich mir am Anfang gedacht, so, ja, okay, nice to have. Ist aber tatsächlich Gold wert. Was den Preis angeht, das Gerät kostet zwischen 160 und 180 Euro. Ist jetzt natürlich nicht das günstigste Gimmick, um seine Milch aufzuschäumen. Es geht aber auch definitiv noch deutlich teurer. Und wenn es das hält, was es verspricht, ist Preis-Leistung sogar gar nicht so verkehrt. Am teuersten ist es tatsächlich, wenn man es bei Subminimal direkt kauft, dann kostet es was um die 180 Euro. Allerdings bekommt man da noch eine kostenlose Latte Art Masterclass mit dazu. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Lance Hattrick da irgendwie seine Finger mit drin, aber genaueres weiß man nicht. Also ich zumindest nicht. Weiß man schon. Wenn es einer gemacht hat, lasst mich mal wissen. Würde mich interessieren, wie die Masterclass selber war. Kommen wir zu den Funktionen des Geräts. Hier unten im unteren Drittel habt ihr das ganze Technik-Klimbim drin. Das heißt, der Jug selber ist auch relativ schwer. Ihr habt ein Heizelement und einen rotierenden Magneten. Warum ein Magnet? Ganz einfach deswegen, weil auch in dem Propeller ist ein kleiner Magnet verbaut, der eben in Interaktion mit dem Magnet hier drin den Propeller ordentlich schnell drehen lässt, was wiederum Luft in die Milch reinzieht. Und die Luft wird dabei durch dieses kleine Gitter durchgeschossen, was eben diesen Mikroschaum erzeugt, den ich normalerweise mit einer Dampfpflanze mache. Durch die Flow Controller kann ich eben die Rotation beeinflussen und somit sowohl Kuhmilch als auch pflanzliche Alternativen aufschäumen. Zudem habt ihr 5 Milchschaumstufen und eine Kaltschäumstufe. Über diese 5 Stufen könnt ihr eben bestimmen, wie viel Luft da jetzt reingezogen wird und somit auch, wie voluminös euer Schaum dann am Ende wird. Das Ganze ist temperaturgesteuert. Das Gerät gibt euch 2 Signaltöne. Einmal, wenn 55 Grad erreicht sind und einmal, wenn 65 Grad erreicht sind. Ob das wirklich so ist, das schauen wir uns nachher mal genauer an. Von der Handhabung her ist das Gerät auch denkbar einfach. Ihr füllt die Milch rein, macht den Deckel drauf und wählt dann eben die Schaumtaste, die ihr haben möchtet. Kleiner Downer an der Geschichte, ihr müsst den Deckel wirklich sehr präzise aufsetzen und wirklich so, dass er richtig schnack sitzt. Wenn er nicht richtig sitzt, heißt das, dass der Magnet nicht an der richtigen Position ist und sich der Propeller demnach auch nicht richtig dreht, was in einem relativ unangenehmen Geräusch mündet und es passiert nicht sonderlich viel. Das ist so ein bisschen nervig, auch einfach von der Haptik mit dieser Gummilippe. Es fühlt sich nicht so schön an, sage ich jetzt mal. Ist aber auch kein Drama, muss man sich halt dran gewöhnen und ordentlich den Deckel drauf machen. Mei, gibt Schlimmeres. Wenn das Ding dann ordentlich geschäumt hat und der Schaum hier rauskommt, muss ich tatsächlich sagen, wow. Also die Schaumqualität ist richtig krass. Ihr habt einen wirklich super, super, super feinporigen Mikroschaum und er ist cremig und lecker und ja, einfach top. Also den Schaum so hinzubekommen mit einer Dampfpflanze ist wirklich verdammt schwierig. Vorausgesetzt, ihr habt das Gerät richtig eingestellt. Weil, wer jetzt aufgepasst hat, merkt, dass einige Variablen hier im Spiel sind. Ich habe zum einen die Flow Controller, die ich auswählen muss. Ich habe die Schaumstufe, die ich auswählen muss. Und habe dann natürlich auch noch eine entsprechende Füllmenge, die zu dieser Kombination passen muss. Das heißt, ihr habt 3 Variablen, die ihr in Einklang bringen müsst, um eben den perfekten Milchschaum da rauszubekommen.
Die Sache ist die, je nachdem, was ihr für eine Milch habt, braucht ihr wieder eine andere Kombination. Und das ist zum Beispiel schon so, wenn ich von einer Vollmilch auf eine Haarmilch umsteige. Haarmilch schäumt wesentlich dicker und fester als eine frische Vollmilch. Entsprechend brauche ich hier wieder andere Parameter. Also es ist ein bisschen Trial and Error tatsächlich. Um euch da aber auch ein bisschen was abzunehmen, ich habe einen Blogbeitrag dazu auch geschrieben, da findet ihr den Link auch unten in der Videobeschreibung, mit einer Tabelle bzw. mit Hinweisen, wo die optimale Schaumtoleranz ist. Ich habe persönlich sehr gute Ergebnisse bekommen, wenn ich mich um die 130 bis 140 Milliliter oder Gramm bewegt habe, mit dem schwarzen Flow Controller und Stufe 1 bei Haarmilch bzw. 2 bei Vollmilch. Wie gesagt, wenn ihr da die richtige Kombination für euch gefunden habt, ist der Schaum überragend. Ich habe überlegt, warum der auch anders schmeckt. Also er schmeckt tatsächlich anders wie aus einer Espressomaschine bzw. mit der Zubereitung einer Dampfpflanze. Und ich bin meiner leidenhaften Wahrnehmung darauf gekommen, dass es verschiedene Gründe hat. Zum einen habe ich den Vorteil, dass ich über das Gerät Luft viel intensiver einarbeiten kann, ohne die Milch dabei zu überhitzen. Weil hier Hitzezufuhr und die Mechanik des Schäumens voneinander entkoppelt sind. Ich kann im Endeffekt so lange schäumen damit, bis ich den feinsten Mikroschaum ever habe, weil ich keine Hitze dazufügen muss. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, den ich habe hier keine Verwässerung. Wenn ihr mit Dampf eure Milch aufschäumt, dann kondensiert der Dampf natürlich in der Milch, was heißt, dass ihr den Wasseranteil in der Milch erhöht. Hier habt ihr das nicht. Das heißt, in meiner Wahrnehmung hat die Milch hier deutlich cremiger und voller geschmeckt, wie in der Zubereitung von einer Dampfpflanze. Und ein dritter Faktor, der hier sich jetzt tendenziell nicht auf den Geschmack auswirkt, aber sehr praktisch ist, die Milch muss theoretisch nicht gekühlt sein, weil am Anfang, in der Anfangsphase, heizt das Gerät ohnehin die Milch erstmal auf ungefähr 30 Grad auf, bevor sie die Luft reinzieht. Und diese Tatsache ermöglicht euch tatsächlich auch, einen extrem voluminösen Schaum hinzubekommen, weil, wie gesagt, ihr die Milch nicht abhängig von der Wärmezufuhr habt. Das heißt, ihr könnt da Luft reinziehen, noch und nöcher, so viel ihr wollt, um richtig viel Volumen zu kriegen, ohne die Milch dabei zu heiß zu machen. Und das finde ich einen ganz interessanten Faktor. Dann die Frage aller Fragen, kann man damit Herzchen malen? Ist Latte Art möglich? Absolut. Vorausgesetzt, ihr habt die richtige Kombination hinbekommen, der Milchschaum ist nicht zu fest. Wenn man das aber hat, ist die Schaumqualität auch optimal zum Latte Art gießen und üben. Das Einzige ist, aus dem Cup selber, aus diesem Jug selber zu gießen, ist ein bisschen Pain. Also da habe ich nichts Ordentliches hingekriegt. Zum einen ist die Balance nicht sehr schön, weil er unten sehr schwer ist. Das heißt, man hat nicht so das Feingefühl. Zum anderen ist dieser Ausgießschnabel jetzt für Latte Art nicht optimal. Mit ein bisschen Übung kriegt man es schon hin. Ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr Latte Art damit machen möchtet, gießt es auf jeden Fall um in ein Kännchen eurer Wahl, das gut funktioniert für euch, und macht es damit. Widmen wir uns an dieser Stelle kurz den Zahlen. Genau gesagt der Temperatur. Denn die ist relativ kritisch, wenn es um das Thema Milchaufschäumen geht. Wenn eure Milch zu heiß wird, kriegt sie einen Kochgeschmack, verliert ihre Schaumbindung, ihr kriegt so einen Bauschaum, ist nicht so schön. Deswegen über 65 Grad sollte die Milch in der Regel nicht erhitzt werden, weil sonst eben die Proteine kaputt gehen. Ich habe mir natürlich auch Videos von Kollegen angeschaut, die die Temperatur gemessen haben. Die haben sich öfter beschwert, dass das Ganze überhitzt. Was mich aber dabei gewundert hat, ist, wenn der Kaffee bzw. die Milch in der Tasse war, mit dem Kaffee zusammen, kam es mir nicht so heiß vor. Deswegen habe ich auch nochmal nachgemessen, logischerweise, und habe festgestellt, dass es von vielen Faktoren abhängt, wie die Temperatur angezeigt wird. Wenn ich den Fühler direkt in die Milch reinmache und ihn nur einen Zentimeter zu tief nach unten mache, wird die Temperatur sehr hoch angezeigt, weil logisch, das Ding ist dann direkt über dem Heizelement. Entsprechend kriegt es halt die ganze Hitze ab. Somit wirkt es heißer, wie wenn es weiter oben ist. Das heißt, wenn die Tiefe von dem Fühler einfach falsch gewählt wird, habe ich auch keine korrekte Temperatur. Laserthermometer funktioniert auch nicht wirklich, weil der Schaum an der Oberfläche natürlich ein bisschen kühler ist wie die Milch darunter. Also habe ich mir ein separates Kännchen genommen, das mit Wasser auf 65 Grad vorgeheizt, damit es möglichst wenig Temperatur aus der Milch zieht, wenn ich sie umfülle. Und die Milch dann, sobald sie fertig war, in das Kännchen reingefüllt. Und siehe da, die Temperatur war eigentlich relativ konstant, immer bei um die 65 Grad. Ich hatte es selten, dass sie mal mehr wie 1 Grad drüber war, 66 Grad, ja, war so das Höchste. Also die Temperaturstabilität war eigentlich recht konstant für meine Wahrnehmung und auch von dem, was ich eben geschmeckt und getrunken habe.
Erfahrungen variieren da wohl scheinbar. Ich war auf jeden Fall sehr zufrieden. Das Einzige, der erste Piep mit der niedrigeren Temperatur, der hat bei mir oft zu kalt stattgefunden. Also da war die Milch manchmal noch unter 50 Grad, was dann doch ein Ticken zu kühl ist für meine Empfindung. Es ist aber Geschmackssache. Ein weiterer Punkt, den ich an der Stelle vielleicht kritisieren oder anmerken könnte: Nach dem ersten Piep erscheint in dem Display nur noch okay. Danach schäumt das Gerät aber natürlich weiter, bis die höhere Temperatur erreicht ist. Hier wäre es natürlich cool, entweder eine Temperaturanzeige zu haben in dem Display oder aber vielleicht einen Sekundenzähler oder irgendwas, dass ich die Möglichkeit habe zu entscheiden, wann stoppe ich den Vorgang. Und somit eine schöne Überleitung zu den möglichen Kritikpunkten, die man an dem Gerät äußern könnte. Ein Kritikpunkt ist die Dauer. Ich brauche für einen Durchgang ungefähr 3 Minuten Zeit, je nachdem, wie die Starttemperatur der Milch ist. Ist natürlich deutlich länger, wie wenn ich das Ganze an der Dampfpflanze mache. Wenn ich jetzt aber sage, ich starte mit dem Prozess, wenn ich mit meinem Espresso loslege, im häuslichen Umfeld braucht es da ohnehin meistens 2 bis 3 Minuten, bis der Espresso dann tatsächlich in der Tasse ist, dann ist es schon wieder relativ. Es sei denn, ihr möchtet 2 Kaffees damit machen, was ein weiterer Kritikpunkt wäre. Ich finde das Fassungsvermögen von dem Gerät seltsam gewählt, weil ich hiermit nur einen Cappuccino wirklich machen kann. Ich kann zwar einen großen Cappuccino machen, wenn ich aber die maximale Menge an Milch auf 2 aufteile, dann ist es schon sehr klein. Also ein Cortado wäre drin, 2 Cortados, 2 Cappuccinis, schwierig. Das heißt, ich brauche 2 Durchgänge, wenn ich 2 Kaffees machen möchte, was in Summe dann schon wieder 6 Minuten sind, um 2 Kaffees zu machen. Also man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Plus die Reinigung, weil ihr solltet das Gerät tatsächlich nach jeder Benutzung reinigen. Einfach deswegen, weil die Milch unten an dem Heizelement sonst sehr schnell anhängt. Das Ganze ist zwar anti-Haft beschichtet, was bei der Reinigung durchaus hilft. Wenn ihr das aber nicht macht, brennt sich die Milch da ein und ist wirklich ätzend zum Saubermachen. Was auch nervig ist, wenn ich den Deckel abnehme, dann habe ich hier natürlich die ganze Milchbarz dran. Und ich kann den nicht irgendwo hinlegen, weil sonst ist nachher alles versifft. Deswegen solltet ihr den Deckel immer so rum hinlegen. Also quasi auf den Kopf stellen, weil dann tropft es in den Deckel rein, ihr habt keine Sauerei. Was das Reinigen an und für sich angeht, einfach einmal ausschwenken mit Wasser und dann mit diesem Bürstchen kriegt ihr die Milchsätze, die da unten anhängen, wirklich sehr, sehr, sehr gut weg. Ich war überrascht. Also ich habe mit dem Bürstchen bessere Ergebnisse, schnellere Ergebnisse, wie mit einem Lappen gehabt. Zumal, wenn ihr jetzt keine super langen Finger habt, dann kommt ihr unten schwer hin. Ja, große Hand, kurze Finger, schlechte Kombination, ist ein bisschen nervig. Was den Propeller angeht, den einfach unter laufendes Wasser halten, ja, vor allem hier, damit die Milch rausgespült wird, und schraubt den zwischendurch auch gerne mal auf, weil hier sammeln sich Milchreste dazwischen, wird mit der Zeit ein bisschen unappetitlich. Wenn ihr jetzt sagt, gut, ich habe jetzt aber keinen Bock, das Ding direkt zu reinigen, nachdem ich es benutzt habe, weil ich möchte erstmal meinen Kaffee in Ruhe trinken, dann empfehle ich euch, macht ein bisschen Wasser rein, einen Tropfen Spüli und geht auf Stufe 6, also die Kaltschäumstufe. Lasst die einfach laufen, geht in Ruhe euren Kaffee trinken, weil bis ihr zurückkommt, ist die Milch auch wieder ein bisschen gelöst. Ihr habt den Propeller sauber, weil Wasser mit Spüli drin war. Alles gut, müsst nur noch ausleeren, einmal durchschrubbeln, fertig. Bitte keine Temperaturgeschichte nehmen, weil sonst brennt euch die Milch noch mehr unten rein. Gut, sind wir aber mal ehrlich, das ist nun mal Milch, die ihre Milchsachen macht. Passiert nun mal, wenn man Milch im Topf erhitzt. Haben andere Milchaufschäumer auch das Problem, nur sie haben halt, wie schon gesagt, keinen so geilen Milchschaum. Also trotz der Kritikpunkte und das Optimierungspotenzial, was hier noch gegeben ist, finde ich das Produkt an und für sich wirklich schon sehr, sehr gut gelungen. Ich bin mir auch sicher, dass die dann nochmal nachrüsten werden und nacharbeiten werden, was das Ganze angeht. Ich finde es toll. Punkt. Nach all den Vor- und Nachteilen, was wäre denn eine Alternative zu dem Gerät? Günstiger gibt es tatsächlich nicht allzu viel. Das naheliegendste wäre natürlich so ein Milchaufschäumer wie von den klassischen großen Marken, aber ich habe da noch kein einziges Gerät gehabt, was mich in irgendeiner Weise überzeugt hat, sei es was das Handling oder die Milchschaumqualität angeht. Also, und diejenigen, die vielleicht das Potenzial hätten, noch irgendwie zu überzeugen, sind dann in der Preisklasse oder sogar drüber.
Die einzigen zwei günstigeren Alternativen, die mir jetzt spontan einfallen, sind entweder der Nanoformer Lithium, also das kleine Geschwisterchen von dem Gerät hier, dieses Handheld-Gerät. Allerdings muss man da wieder ein bisschen Übungszeit mit rein investieren. Oder, wer es noch günstiger mag, sind diese Handaufschäumer mit dem Netz unten, wo man quasi die Milch hochpumpt. Auch hier gibt es wieder eine Technik dahinter. Kann ich gerne mal ein kleines Video zu machen, wenn euch das interessiert. Aber auch damit kriegt ihr einen Microfoam hin, der sehr nah an eine Dampfpflanze hinkommt. In beiden Fällen habt ihr halt den Nachteil, dass ihr die Milch extern irgendwie erhitzen müsst. Sei es in der Mikrowelle, auf dem Herd oder sonst irgendwo. Teurere Alternativen gibt es durchaus. Auch hier das naheliegendste wäre natürlich einfach eure Espressomaschine zu nutzen, die ihr eventuell eh schon zu Hause habt. Die haben fast alle eine Dampfpflanze und mit ein bisschen Übung kriegt ihr einen Milchschaum, der hier sehr nah dran kommt. Damit der so gut wird, müsst ihr tatsächlich doch einiges an Übung investieren, aber es ist durchaus möglich und hat ja auch einen gewissen Spaßfaktor. Alternativ dazu gäbe es noch sogenannte Stovetop-Steamer, also das sind im Endeffekt einfach externe Kessel, die man eben auf eine Hitzequelle stellt, die in diesem Kessel Wasserdampf erzeugen und dann über einen kleinen Hahn kann ich im Endeffekt Milch schäumen, wie mit jedem anderen Gerät auch. Es gibt natürlich auch so konzipierte Geräte wie von Morning Coffee. Ja, jetzt sind wir aber beim Preispunkt weit über dem, was das Gerät hier kostet. Also es ist so ein bisschen eine Abwägung zwischen Aufwand, Qualität und Preis, die man sich überlegen muss. Es geht günstiger, es geht deutlich teurer, es geht einfacher und es geht auch deutlich komplizierter. Was davon nachher passt, ist eine Frage, die jeder für sich selber beantworten muss. Für wen eignet sich so ein Gerät jetzt also? Im Grunde genommen für alle diejenigen, die Wert auf wirklich hochwertige Schaumqualität legen, das aber mit möglichst wenig Aufwand haben möchten und bereit sind, ein bisschen Geld zu investieren. Zum Beispiel, wenn ich schon eine manuelle Handhebelmaschine zu Hause habe oder vielleicht auch nur Kapselkaffee trinke oder Bialetti oder und einfach einen guten Milchschaum dazu möchte. Für jemanden, der eine Espressomaschine zu Hause hat, dem würde ich eher empfehlen, investiere ein bisschen Zeit in die Übung, mach vielleicht auch mal irgendwie einen Latte Art oder einen Barista-Kurs oder irgendwie sowas und schau, dass du das selber einfach hinbekommst, weil dafür ist der Aufwand mit dem Gerät einfach deutlich höher, wie wenn du Milch schäumen kannst und das innerhalb von einer Minute machst, einmal über die Dampfpflanze drüber wischt und dann ist der Kas bissen, wie man so schön sagt. Aus meiner Sicht also ein absolut legitimes Produkt mit einer ordentlichen Preis-Leistung. Ob man das Geld jetzt ausgeben möchte für sowas, für die Qualität, die man dafür bekommt, muss jeder für sich entscheiden. Aller gut, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, wie immer, hilft dem Kanal zu wachsen. Je größer er wird, desto aufwendigere Projekte kann ich machen. Und hier oben, wenn ihr noch Zeit und Lust habt, könnt ihr euch das nächste Video angucken. In diesem Sinne, viel Spaß, habt noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, ciao.